Nachdem der türkische Präsident Erdogan letzte Woche Israel mit Interventionen gedroht hat, will sich die Türkei nun auch an der Völkermordklage gegen Israel anschließen. Wie wir wissen, hat Südafrika als erstes Land am Internationalen Gerichtshof in Den Haag bereits 2023 schon eine Anklage eingereicht. Und der Grund? Völkermord. Und Ankara will nun folgen. Der türkische Außenminister spricht von einem Massaker an Palästinensern. Und was macht Deutschland? Deutschland steht an der Seite Israels. Das vor allem seit 7. Oktober 2023, nachdem die Palästinenser mit Traktoren, mit Fallschirmspringern das bestbewachste und das bestausgebildetste Militär einfach so im Schlaf überrumpelt haben. Das ist wirklich krass. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Deutschland steht natürlich seit Jahrzehnten in der Schuld von Israel den Juden gegenüber, denn wir wissen alle, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ganz, ganz schlimm natürlich, ganz klar. Und deswegen müssen wir auch noch in Hunderten von Jahren, auch ich nach 3., 4. Generation nach dem Krieg, müssen wir uns alle noch schuldig fühlen. Im Detail nun ein Kommentar. Die Türkei erwägt ein juristisches Vorgehen gegen Israel wegen des Krieges in Gaza. Die Türkei verfolgte den Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof IGH, in dem Israel sich wegen Vorwürfen des Völkermordes in Gaza verantworten muss. Genau sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einem Treffen mit Ägyptens Minister für Auswärtige Angelegenheiten. Die Türkei wolle sich der Anklage anschließen, sagte Fidan. Der Antrag sollte jetzt schon am Mittwoch eingereicht worden sein. Netanyahu sei an einem Frieden in Gaza nicht interessiert, so der türkische Außenminister laut der türkischen Zeitung Hürriyet. 40.000 Palästinenser wurden in Gaza vor den Augen der ganzen Welt massakriert. Und das ist ja nur eine offizielle Zahl. Wir kennen alle diese Bilder von zerbombten Häusern, von leidenden Menschen, von kleinen Kindern, die um Hilfe schreien. Teilweise sind sie am Hungerstod ganz nah oder teilweise schon verstorben. Und ich will hier nochmal ausdrücklich betonen, es spielt keine Rolle, ob Palästinenser, Jude, Chinese, Mongole, Afrikaner. Es ist absolut eine Sauerei, dass sowas stattfindet und vor allen Dingen jetzt aktuell mehr denn je das Augenmerk natürlich an den Nahen Osten gerichtet wird. Und komischerweise schaut anscheinend die ganze Welt zu. Beim gemeinsamen Treffen der Minister soll neben der Lage in Gaza auch die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und natürlich Ägypten Thema gewesen sein. Beide Länder seien allerdings entschlossen, auch in Zukunft enge Beziehungen zu führen und zusammenzuarbeiten. Ganz klar, seit dem Gaza-Krieg sind extreme Spannungen zwischen Israel und der Türkei. Seit Beginn des Gaza-Krieges, und wir nehmen jetzt hier dieses Datum 7. Oktober 2023, das, was dort passiert, das ist schon seit Jahrzehnten da, seit der Gründung des Staates Israel. Und dementsprechend eigentlich nichts Neues. Aber seit Beginn des Gaza-Krieges haben sich die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei drastisch verschlechtert. Du kannst gerne mal deine Meinung dazu reinschreiben, was deine Meinung dazu ist, ob das gerechtfertigt ist oder ob auch die Türkei einfach Augen zumachen sollte und einfach nur weggucken sollte. Und wie ich es erwähnt habe, in der letzten Woche hat der türkische Präsident Erdogan Israel sogar mit militärischer Einmischung gedroht. Erdogan bezeichnete die in Gaza operierende Terrororganisation Hamas als eine Befreiungsorganisation und verglich den Premierminister Benjamin Netanyahu sogar mit Adolf Hitler. Südafrika hat ja nun Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. In der Klage berief sich das Land auf die UNO-Völkermordkonventionen und die südafrikanische Regierung unterhält traditionell gute Beziehungen zu den Palästinensern. Südafrikanische Politiker haben wiederholt Vergleiche zwischen Israels Umgang mit den Palästinensern und der Apartheid-Politik in der Vergangenheit in ihrem eigenen Land gezogen. Was macht Israel? Ganz klar, Israel wies natürlich die Klageankündigung Südafrikas umgehend und entschieden zurück. Die Klage Südafrikas entbehrt sowohl der faktischen als auch der juristischen Grundlage, schrieb ein Sprecher des israelischen Außenministeriums auf der Plattform X schon im Dezember.
Auch die USA bezeichnete die Klage als unbegründet und kontraproduktiv. Deutschland erklärte in diesem Verfahren zugunsten Israel, wen wundert's, und begründete die Entscheidung mit der historischen Verantwortung gegenüber Israel. Das gesamte Verfahren am IGH, also Internationalen Gerichtshof, könnte sich über Jahre hinziehen. In der Zeit, in der sich jetzt so eine Klage über Jahre hinzieht, sterben aktuell jeden Tag Menschen. Ist das gewollt, dass jeden Tag Menschen sterben? Mit Absicht? Ohne Grund? Einfach so? Nur weil sie dort aus Versehen geboren sind? Was trifft die Kinder für eine Schuld? Da laufen mir direkt die Schweißperlen vom Gesicht. Und in meinen Augen auch gar kein Wunder, dass die USA und natürlich speziell Deutschland einfach nur hinschauen oder natürlich bewusst wegschauen und natürlich auf der Seite von Israel stehen. Aber wenn man das jetzt aus neutraler Sicht sieht, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ein Israeli und auch ein Palästinenser nicht unbedingt weiter Krieg haben will. Man darf sich aber auch gerne mal in die Lage versetzen und solche Menschen rein. Wenn gerade auch Kinder im Krieg immer wieder aufwachsen, es ist völlig normal, dass diese Menschen Raketen fliegen sehen, Bombenexplosionen hören, eventuell Menschen in der Familie haben, die durch die andere Seite verstorben sind bzw. ermordet sind. Da muss man sich nicht wundern, wenn dieser Hass natürlich auf die nächste Generation übergreift und vor allen Dingen teilweise sogar Traumaschäden in das neugeborene Kind schon natürlich weiter übermittelt wird. Und das natürlich mit einem gewissen Hass und man könnte auch sagen Rassismus gegenüber einem anderen Volk, spielt jetzt auch erstmal keine Rolle gegen wen, gegen andere Menschen, dass das einprogrammiert wird. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich mehrere Generationen brauchen, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung hätte, dass dieser Hass, dieses Leid so langsam von Generation zu Generation schwächer wird. Aber solange man nicht anfängt, wird sich auch nichts ändern. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich finde das sehr, sehr schlimm, was auf der Welt passiert und speziell dort im Nahen Osten natürlich. Und dementsprechend drücke ich die Daumen, dass für die Menschheit, dass es für diese Menschen eine bessere Zukunft gibt. Und es soll sogar Gerüchte halber heißen, dass der Außenminister Israels auch behauptet haben soll, dass Deutschland doch bitte halb Gaza dann mit aufnehmen soll. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da, teile den Kanal, teile dieses Video für mehr Gerechtigkeit, für mehr Freiheit auf diesem Planeten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter, pass auf dich auf, dein Markus.